Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe altern wir den Niederbordwagen KKLM 505 im Maßstab H0 von Märklin. Die abgebildeten Wagen wurden in einem früheren Tutorial umgebaut. Sie haben einen schönen Holzboden und neue Innenseiten der Bordwände erhalten. Anschließend wurde das Wageninnere sandgrau gesprüht, einer Mischung von Ocker, Titanweiß und etwas Elfenbeinschwarz. Wer keine Sprühpistole besitzt, verwendet stattdessen einen beigen oder dunkelsandfarbenen Acryllack aus der Sprühdose. Für den Holzboden der Ladefläche bereiten wir eine Lasur von Umbra gebrannt und Elfenbeinschwarz, stark mit Wasser verdünnt und mit etwas Ochsengalle als Fließmittel behandelt. In anderen Tutorials haben wir Lasuren auf mit Glanzlack versiegelte Oberflächen aufgetragen, um die darunterliegende Farbe nicht zu verschmutzen. Diesmal tragen wir die Lasur hingegen auf ungeschützte Acrylfarbe auf, damit der sandfarbene Holzboden stark verfärbt wird. Dies ist der wohl schönste Moment der Alterung, wenn unsere Lasur in die matte, stark saugende Untermalung eindringt und die eingearbeitete Holzmaserung zum Vorschein bringt. Das Gravieren mit Schleifpapier, Gravierstichel und Cutter hat sich gelohnt. Der Wagenboden ist jetzt eine Augenweide. Die Lasur auf diesem zweiten Wagenboden ist bereits vollständig getrocknet. Das Holz dürfte aber noch etwas dunkler sein, weshalb wir jetzt eine zweite Lasur aufbringen. Ja, und so reizvoll sehen die beiden Wagenböden jetzt schon aus. Im nächsten Schritt wählen wir eine passende Acrylfarbe für das Lackieren der Innenseiten der Bordwände. Pigment Rot Nummer 101 kommt der rotbraunen Farbe des Güterwagens von Märklin am nächsten. Hier ist es Lascaux 964, englisch Rot, aber andere Hersteller bieten dasselbe Pigment Rot 101 womöglich unter einem anderen Namen an. Beim Kauf von Künstleracrylfarbe ist daher immer darauf zu achten, welches Pigment die Tube enthält. Märklin hat die Bordwände perfekt vom Wagenboden getrennt modelliert, sodass das Bemalen schnell und einfach von der Hand geht. Anschließend tragen wir unsere schwarzbraune Lasur auf die nun trockenen Bordwände auf.
Hier ist sehr schön zu sehen, wie die rudimentär eingeritzten Fugen zwischen den Brettern in der Bordwand durch die Lasur schattiert und hervorgehoben werden. Diese ziemlich wilden, unordentlichen Fugen sehen irgendwie authentischer aus als die perfekt angelegten Fugen auf der Außenseite der Bordwände. Vermutlich liegt es daran, wie das Gehirn Bilddaten verarbeitet. Die perfekt ausgeführten Fugen auf der Außenseite des Wagens werden einmal registriert und dann nie mehr wirklich betrachtet, weil sie keine wertvollen Daten liefern. Das Imperfekte hingegen lädt das Auge immer wieder zum Verweilen ein. Und das kann durchaus der Effekt sein, den wir hier beobachten. Nun mischen wir aus Ocker und Weiß ein helles Beige für den nächsten Arbeitsschritt, das Trockenbürsten. Der geladene Pinsel soll so trocken sein, dass er praktisch kein beiges Pigment mehr an das Küchentuch abgibt. Auf die dunkle Ladefläche angewendet, reicht das wenige Pigment im Pinsel allemal aus, um auf den erhabenen Stellen der Holzmaserung Lichter zu setzen und den Planken noch mehr Tiefe zu verleihen. Dieser Niederbordwagen hat keine klappbaren Bordwände, er kann also nicht von Rad- und Kettenfahrzeugen befahren werden, weshalb wir hier auf das Einbringen von Fahrspuren mittels Trockenbürsten verzichten. Andere Flachwagen können aber durchaus so trocken gebürstet werden, dass zwischen zwei hellen Radspuren ein dunkler, weniger abgenutzter Streifen des Holzbodens sichtbar bleibt, in den noch der eine oder andere Ölfleck eingearbeitet wird. Im nächsten Schritt verwenden wir unsere schwarzbraune Lasur, um die äußeren Bordwände zu schattieren. Die Lasur soll in sämtliche Fugen eindringen, sich um die Schraubenköpfe in den Pfosten legen und den Zettelhalter innen schwarz färben. Überschüssige Lasur nehmen wir mit einem sauberen Pinsel wieder von der Bordwand ab. Es ist interessant, dass zu viel aufgetragene Lasur durch Kapillarwirkung immer wieder in die Pfosten hineingezogen wird. Hier müssen wir also mehrfach nacharbeiten, damit das U-förmige Profil der Pfosten nicht komplett mit Lasur vollläuft. Nachdem alles getrocknet ist, sollen die rotbraunen Schraubenköpfe nur schwarzbraun umrandet sein, mehr nicht. Das erspart uns den Aufwand, jede einzelne Schraube mit rotbrauner Farbe wieder hervorheben zu müssen, wie es im Militärmodellbau bei genieteten Panzerplatten durchaus üblich ist. Die schwarzbraune Lasur wird auch von den Anschriften wieder abgewischt, damit alles lesbar bleibt. Im nächsten Schritt hellen wir die rotbraune Wagenfarbe mit etwas Ocker auf, um damit einzelne Bretter und die Pfosten der Bordwand hervorzuheben. Anschließend bleichen wir die schon aufgehellte Wagenfarbe mit Titanweiß weiter aus, um auch damit das eine oder andere Brett der Bordwand zu verwittern.
Die Bretter dürfen farblich sogar noch stärker voneinander abweichen, da der Kontrast durch das anschließende Lasieren wieder etwas reduziert wird. Für die abschließende Lasur der äußeren Bordwand verwenden wir nur Umbra gebrannt, mit Wasser und etwas Ochsengalle stark verdünnt. Diese Lasur sorgt für weiche Übergänge zwischen den farblichen Akzenten, damit der Wagen am Ende zwar alt, aber nicht bemalt aussieht. Auf den weißen Anschriften darf ein Schleier dieser braunen Lasur zurückbleiben, denn die Schrift soll ähnliche Betriebsspuren zeigen wie der übrige Wagen. Der abschließende Arbeitsschritt ist das dezente Trockenbürsten der äußeren Bordwände. Hier gehen wir noch behutsamer vor als beim Wagenboden. Es sollen nur wenige Lichter gesetzt werden, um der Bordwand mehr Tiefe zu verleihen und vielleicht hier und da etwas Staub vom Be- und Entladen anzudeuten. Ja, und so sehen die gealterten Niederbordwagen jetzt aus, nachdem sie einen realistischen Holzboden und super detaillierte Bordwände erhalten haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.